Chom den den jambe yung ma cha sa lo Kange lo dwe dim nye den dara nye dara nang da rap sa ve Chi nye du gun chi shen se she Nye je tu gra le wang zen Kanda si ve zun ra ma re Mun tam du ne che ze ve Ro soi gun la pu je tar se yin la chu ju yung den song Ro dara che ro nyong mon ni long le je cha ro ro ze chen Ma re me se dung ra nyu gu chi nye chen ze ra je nam de ne ta che sa ju tar yun den lu zo ja se tu gu Chun cha chu dang chu ni jian de da le men sen jang be yong lai du Zhe den che je chen ra we zhe je da le de ma men ba ra zhe ne Ga dang den je zhong lo do ba ye Lo zhe pa be nong wai da lu du Nyim be ba den je den sam do cha tam be ju da sing ge ra da ba tam je jin ba kun ju zai nie be sha la su gong zu ge no de do we do mer ja so ten ta me ge ra wa ro ye zo la ji ye sha sa lu ja ne sha na do je jin re ze sa yin bo de ba nang ba sa le nam ge nyen bo sam ba kun do zong nie ye se xin je la sha je wo 다그 사람을 건드려라 좀 겨와 건지 진짜마 뭐좀 사지산이 유지 바라 염조 바라는 배게래 저 사람 건도 시제 다니래 탐게 삼매 사게 용종신 송전민별 넘긴 깔마바 미세대 배지외 쪽에 또 라소 다 넘버 2看去 Dene che namba tsanga ta tamba yeshu ge thongkar tu sen da zisong nang che tu drob chong ye rawa ye su thongkar de che yeshu ge tamba jesus yeshu ge tamba ro ni shu song song chen song chi song en lo oh den tu drob da ji bo da de chong ye rawa ye Kempo Rinpoche sagt, er hoffe, dass ihr alle die Geburt von Jesus Christus angenehm gefeiert habt. Kempo Rinpoche sagt, dass er zumindest eine angenehme Zeit hatte und er hofft, dass ihr auch eine angenehme, gute Zeit hattet. Had a pleasant time at least, and he hopes that you also have had a pleasant time. Ta tende ke tu chen chi song nang tu che tan long ban de ba ge lu se da ji cha song re ma to dan ge cha ne shu na de ne pa na ye shu ki tam ba te che bu shin da ma da wa ji re do wa ji den di na de ta pa ne kha ne jin be par shi she ke te nga zo te shin ba cha de ba re de la tu len ken te ye shu ge tam ba te ge la ni na ne tu ta ta par do lo ni tong ki Ren da ne de chi re do a ni tong re bo ta lo ore ni tong la la re do ni tong la se ro ti ren da ne de ba re ta ma sam ji me sha ba ji yin be ta ten zo ba so Kempo Rinpoche continues saying Kempo Rinpoche sagt weiter, dass es starke Beweise dafür gibt, dass Jesus Christus ein heiliger Mann ist, ein Mann der Verwirklichung. Seit über 2000 Jahren ist das Christentum eine ziemlich bekannte Religion, die in ihren Anfängen nicht so bekannt war, sich aber weit verbreitet hat. Und im Mahayana-Buddhismus ist eine der Praktiken, die mit dem Ziel ausgeübt wird, Buddha, den erleuchteten Zustand zum Wohle aller Wesen zu erlangen, die Großzügigkeit, die zum anderen Ufer gegangen ist. Das heißt, wahre Großzügigkeit, Großzügigkeit, die nicht durch die Wege der Welt befleckt ist. Und gerade im Christentum wird diese Großzügigkeit aufgrund der Lehren von Jesus Christus seit etwa 2000 Jahren praktiziert.
Und das allein ist schon ein starker Beweis dafür, dass Jesus Christus ein heiliger Mann ist und dass seine Religion deshalb eine Religion ist, die das Gute lehrt, das Gute für andere. Done with the aim to attain Buddha, the enlightened state, for the sake of all beings. One of those practices is that of generosity gone to the other shore, meaning true generosity, generosity that isn't tainted by the ways of the world. And in Christianity in particular, because of the teachings of Jesus Christ, such generosity has been practiced for approximately 2,000 years. And that alone is a strong evidence of that Jesus Christ is a holy man, and that his religion therefore is a religion that teaches good for others. Tati Jushin Ti Sukap Tang Ti Je Nima Kashe Renge Kong Nam Tar Ko Le Sam Nye Nimba Yin Sam Naya Mu Tang Ba Yin Tang Ran So Mi Yin Chik Ten Se Ken Di Nam Je Sa Tu Chik Duwa Te Chang Chang She Duwa Te Chang Chang Nyin Ye Ke Pem Se Ba Ke Kharsa Kamcha Dupo Chi Yor Ba Duga Che Duga Nyen Duga Hong Duga Te San Ju Yin Na Duga Che Te Jun Do Na Te Rang Te Giro Ba Teni kecha ina duwa chi shegin dona tila chik tonan rao chigi duwa. Ma to chigi tapena yishu ge palam duwa nang yuasa re yishu ge chujun zamba tsoken. Kan kuseda ina sengi chigi dupa mungu che duwa. Kusu? Kuseda ina seni jeme mepsa tang ram menda che duwa. Ya. Tedek loju naku mungu duwa, tim mungu ling dik duwa. Ma to chigi loju zongsa re samna chi tang duwa. Lo yin tong ke rin la me le shiri kasech te to. Ten rongpa chogo so nang le jimba kasech tong to. Ten yin tu jewa tangpa sam jime shawa chi rin to. Ten re ke ge la zang sa te le su sam na tang che ne. Ten che pa pyu ki yo na ra, kyu jab shu ki yo na ra. Ten so na so nam zog re sam. Khenpo Rinpoche said because of Khenpo Rinpoche sagte, weil Weihnachten angeblich die Zeit im Jahr ist, in der man über das Wirken von Jesus Christus und die Auswirkungen seiner Lehre in der Welt nachdenkt, habe er in dieser Zeit Vorträge über das Leben von Jesus Christus und über das Christentum im Allgemeinen gehört und über das Gehörte nachgedacht. In der heutigen Welt scheinen sich die Menschen vor allem zu dem hingezogen zu fühlen und ihre Aufmerksamkeit vor allem dem zu schenken, was destruktiv ist, was nicht wirklich gut ist. In der heutigen Welt scheint es sehr verbreitet zu sein, dass die Menschen sich eher von dem angezogen fühlen, was destruktiv ist, als von dem, was konstruktiv und gut für die Menschen im Allgemeinen, für die Gesellschaft und so weiter ist. Nehmen wir nur das Beispiel der Nachrichten in Zeitungen, Fernsehsendungen, im Internet und so weiter. In der Regel sind die Nachrichten, über die diskutiert wird, schlechte Nachrichten. Nachrichten über Katastrophen, Nachrichten über kriminelle Organisationen, Nachrichten über Sklaverei und so weiter und so fort. Natürlich sollte über diese Themen berichtet werden, aber die meisten Nachrichten handeln genau von solchen Dingen. Es kommt häufiger vor, dass Menschen über solche Themen diskutieren, anstatt über das zu sprechen, was gut ist, was konstruktiv ist. Wenn es zum Beispiel eine bestimmte Zeit im Jahr gibt, in der man die Geburt von Jesus Christus feiert, wäre es vielleicht angemessener, über die Taten und das Lebensbeispiel von Jesus Christus nachzudenken. Wenn man das tut, wird man feststellen, dass das Christentum während seiner gesamten Existenz das Bildungswesen unterstützt hat, dass das Christentum den Armen zu essen gegeben hat und so weiter und so fort. Auf der Grundlage der eben erwähnten Großzügigkeit, einer Großzügigkeit, die nicht von weltlichen Motiven geprägt ist, sondern die Welt wirklich verbessern will. Und vielleicht ist es sinnvoller, zumindest während der Feiertage über diese Art von Themen nachzudenken und sich darüber auszutauschen, als darüber, was generell schlecht ist.
Das heißt natürlich nicht, dass man sich nicht mit Themen beschäftigen sollte, die zerstörerische Perspektiven für unser Leben betreffen. Natürlich muss man auch diesen Themen Aufmerksamkeit schenken, aber es scheint, dass diese Themen überwiegen und man in Bezug auf Nachrichten, Gespräche zwischen Menschen und so weiter und so fort kein Gleichgewicht mehr zwischen destruktiv und konstruktiv findet. Und Khenpo Rinpoche sagt, seiner Meinung nach würden die Menschen sogenannten Verdienst anhäufen, was im Buddhismus als Verdienst bezeichnet wird und bedeutet, Gutes anzusammeln, indem sie zum Beispiel über das Lebensbeispiel von Jesus Christus und die Art von Großzügigkeit nachdenken, die im Christentum gelehrt und praktiziert wird. Rather than discussing also what is good, what is constructive. Like, for example, when there is this specific time of the year during which one celebrates the birth of Jesus Christ, perhaps it would be more appropriate to give thought to the deeds and the life example of Jesus Christ, and if one does so, one would find that throughout its existence, Christianity has supported education, Christianity has fed the poor, and so on and so forth, on the basis of the kind of generosity just mentioned, generosity not tainted by worldly motives, but done for the sake of truly bettering the world, making the world a better place. And it may be more appropriate to give thought to these sort of issues, at least during this holiday, and exchange views regarding this, then what is bad in general, which is of course not to say that one should not give attention to issues that concern destructive perspectives of our lives. Of course, there has to be attention given to these issues too, but it seems these issues are predominant, and it's really one doesn't really find a balance anymore between destructive and constructive in terms of news, conversations between people, and so on and so forth. And Khenpo Rinpoche says, in his opinion, people would accumulate so-called merit, what in Buddhism is referred to as merit, meaning accumulating good by way of giving thought to, for example, the life example of Jesus Christ, and, for example, the kind of generosity taught and practiced in Christianity. With that said, we will now continue. Damit fahren wir nun mit den 37 Praktiken eines Bodhisattvas fort. Heute sind wir bei dem Vers angelangt, der die 35. der 37 Praktiken beschreibt. The verse which sets forth the 35th of the 37 practices. Nyomu kamna nimpe dokkawe tenshi jibu nimpe chun zongne chaso nyomu tangbur jemata bonjam shepa jase lani yin songge chikdere. And the text
Und der Text zu dieser Übung lautet wie folgt. Wenn du dich an dumpfe Zustände und primitive Überzeugungen gewöhnt hast und an die verdunkelnden Emotionen angepasst, sind sie mit Gegenmitteln nur schwer umkehrbar. Deshalb schwinge die Waffe der Achtsamkeit, oder besser der Erinnerung, diese verdunkelnden Geisteszustände, wie zum Beispiel Begierde und so weiter, sofort zu besiegen, wenn sie auftauchen, ist die Praxis eines Bodhisattvas. Mindfulness, or rather recollection, to conquer these obscuring mental states, such as desire and so on, immediately as they arise, is the practice of a bodhisattva. Praktizierende nyamu kamna asongdoa. Ta tongbo nyamu sekente perna nyen sekching de mangushira yungre. Nyamu sede check rank sem number 2 pe dani jinji la nyamu sare. Re da de nyen dang mong di kaka yego di trashi sungi perna nyen mong sede nyen sekete sem 2 pe number jinji tang mong sede peche mong bitandar sem mong bitandar kogo resam budo tiyan kahye de nyen mong ba shindu mong bitandar kogo resam ke tende ndu de ngarang samnatana mong bitandar kogo resam budo. So we have the key. Hier haben wir also den Schlüsselbegriff leidvolle, verdunkelnde Zustände, Nyen Mong. Das Wort leidvoll bezieht sich auf Geisteszustände, die Aufgewühltheit, Angst und Ähnliches verursachen. Und das Wort Mong bezieht sich nach Khenpo Rinpoches Meinung auf verdunkelnde Zustände, also vor allem auf dichte und dumpfe Zustände, die den Geist verdunkeln. Und ein verdunkelter Geist ist nicht unbedingt beunruhigt oder angstbesetzt. Daher wäre der Begriff leidbringende, verdunkelnde Zustände angemessen. Nach Ansicht einiger Gelehrter ist das Wort Mong jedoch gleichbedeutend mit viele, was dann mit viele leidvolle Zustände übersetzt werden könnte. Khenpo Rinpoche jedoch meint, dass sich das Wort Mong auf eine verdunkelnde Handlung bezieht, die den Geist einer Person einnimmt und zu einem dichten und dumpfen Zustand führt. Is not necessarily perturbed or one of anxiety. So, therefore, afflictive, obscuring states would be appropriate. However, the word Mong, according to some scholars, is synonymous with many. Which would then translate into the many afflictive states. However, Khenpo Rinpoche says his judgment is that the word Mong is a reference to an obscuring action occurring or taking over the mindset of a person, which would make for a dense and dull state. However, one should also know, sollte aber auch wissen, dass die verdunkelnde Handlung die Wirkung hat, leidvolle Zustände zu erzeugen. So hängen die beiden Wörter zusammen. Nehmen wir das Beispiel des Zorns, Hasses. Es ist eine Folge der verdunkelnden Handlung der weltlichen Denkweise, aber er hat einen anderen Charakter als die verdunkelnde Handlung selbst. Zorn, Hass ist ein Zustand, der für Unruhe, Angst und Ähnliches sorgt. In diesem Beispiel in Form von Zorn, Hass. It's of a character that's different from the obscuring action itself. Anger, hatred is an
afflictive state, which makes for perturbation, anxiety and the like, in this example, in the shape and form of anger, hatred. However, once a person's Wenn sich anger der Zorn has jedoch gelegt hat, subsided, ist es zumindest für eine Person, die versucht hat, mit ihrer Denkweise zu arbeiten, um sie von leidbringenden und verdunkelnden Zuständen zu befreien, klar, dass Zorn kein wünschenswerter Geisteszustand ist. Er ist nicht wirklich etwas, das man kultivieren möchte. Anger is not a desirable state of mind, as it were. It is not really something that one would want to cultivate, for example. Then deutscher thinking alone there is ida. Tongpo jedu yang shirang ngue singmare takpo jedegi yaro. Then we have another afflictive Dann state. haben wir noch einen anderen leidvollen Zustand, die Begierde. Sie wirkt ganz anders als die Wut und ist für die meisten Menschen nicht so offensichtlich, wenn überhaupt für jemanden auf der Welt. Begierde ist etwas oder ein Leiden, das mehr oder weniger ständig im Sinn einer weltlichen Denkweise präsent ist. Es ist ziemlich schwierig, sie zu erkennen. Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass wir es nicht einmal bemerken. Es ist sozusagen das Normale. Present more or less constantly in terms of a worldly mindset. It's quite difficult to recognize. It's something that we all are so habituated to that we do not even notice its different, its presence. It's sort of the normal, as it were. 다가나신게 대상원도 줄사두양 대전인 방고시에 백가라하우트. So it creeps up upon you, as it So were, schleicht sie sich sozusagen unbemerkt an dich heran. Dann gewinnt sie an Stärke. Und weil sie sich anschleicht und dich allmählich in Besitz nimmt, ist es sehr schwierig, sie zu erkennen. Sie ist nicht so offensichtlich wie Wut. That makes it very difficult to recognize. It's not as obvious as anger is. Then yema dasaje debuda masona na top debut top chan yang ko jön ma chan mo ni yo. And in the case of most Bei den meisten Zuständen der Begierde erkennt der Mensch nicht einmal, dass sie aufgetreten sind oder dass es sich um einen unerwünschten Geisteszustand handelt. Man erkennt nicht, dass es sich um einen Zustand des Leidens handelt. It is an undesirable state of mind. One doesn't recognize that it is an affliction. Ben ngaran so mingar thong ngaran so mingar thong nge page shuna. 다단다 크리스마스 게 셀제 뉴 이어 게 셀제 삼네 대충고는 로그로 가서 네. 디 셀제 삼바땡 차고 로그 로바야 So ngalip beheshira short maringa yakbachra gre if one considers what happens Wenn man bedenkt, was in den Geschäften nach den Weihnachtsfeiertagen passiert. Wir alle wissen, dass in der Regel Ausverkauf stattfindet. Und sobald man das Verkaufsschild im Laden sieht, wird man quasi hineingezogen und denkt, es sei eine gute Sache, zum Ausverkauf zu gehen, weil man Geld spart. Man denkt, man tut etwas Konstruktives. Dabei übersieht man völlig die Perspektive des Wunsches, den man in all dem hat. to go to the sales because one saves money. One thinks one is doing something constructive. One completely misses out the perspective of desire, the desire one has in all of this. Because usually one doesn't need another pair of Denn shoes. normalerweise braucht man kein weiteres Paar Schuhe, keinen weiteren Mantel und auch kein weiteres Kleidungsstück.
Also ist es irgendwie unnötig, überhaupt zum Verkauf zu gehen. Aber kaum jemand denkt so. Man wird sozusagen hineingezogen und erkennt aus Gewohnheit nicht, dass das im Hinblick auf das Praktizieren des Pfades zur Erleuchtung nicht sehr konstruktiv ist. Dass man in dem Moment, in dem man die Verkaufsschilder sieht, beschließt hineinzugehen und ein gutes Angebot zu finden. Und man sieht das als konstruktiv an. Dabei verkennt man völlig, dass es sich dabei um Begierde handelt. Weil man das Verkaufsschild sieht, wird der eigene Geist von dem Wunsch überwältigt, etwas zu einem guten Preis zu kaufen. One completely fails to recognize that this is desire. One's mind, because of seeing the sale sign, is overpowered by the desire to buy something at a good price. Tene, 다들 요 찬양 배조 땅통 말이야 장금 놓으셔야. And very often Und sehr oft nimmt man Kleidungsstücke oder andere Dinge, die man vielleicht im Ausverkauf gekauft hat, mit nach Hause und stellt sie ins Regal und sehr oft werden sie nicht einmal benutzt. Oder legt sie ins Regal. It's never even used. However, one is very satisfied with Und trotzdem ist man sehr zufrieden mit sich selbst, weil man etwas zu einem günstigeren Preis als sonst gekauft hat. Selbst nach dem Kauf ist man sich also nicht bewusst, dass man sich in einem Zustand des Begehrens, der Begierde befindet, in einem Zustand des Leidens. So the obscuring action of the mind. Die verdunkelnde Wirkung des Geistes hat also in Verbindung mit dem Verlangen die Oberhand gewonnen. Es gibt also beides, den leidbringenden Zustand des Verlangens und die verdunkelnde Wirkung des Geistes, die zusammenwirken. Und man wird so verdunkelt, dass man nicht erkennt, dass der Geist jetzt von Verlangen erfüllt ist. Das Vorhandensein eines leidbringenden, verdunkelnden Zustands sollte man beheben, anstatt sich darauf einzulassen. The mind is now filled with desire. There is the presence of an afflictive, obscuring state that one should remedy rather than engaging in. Therefore, deshalb sagt der Autor, wenn man sich an die leidvollen, verdunkelnden Zustände gewöhnt hat, the afflictive, obscuring states, then these afflictive, obscuring states, dann übernehmen diese leidvollen, verdunkelten Zustände Hass, Begierde, Stolz, Eifersucht, Unwissenheit und Ähnliches sozusagen den Geist und sind so präsent, dass man nicht in der Lage ist, sie zu beseitigen. As it were, are predominantly present to the extent where one isn't able to remedy them. All afflictive, obscuring states are like So ist es mit allen leidvollen, verdunkelnden Zuständen. Sobald sie zur Gewohnheit werden, ist es extrem schwierig, sie zu beseitigen. For example, a person who Wenn zum Beispiel eine Person, deren Geist von Stolz erfüllt ist, vielleicht
auf eine vermeintliche Errungenschaft zur Gewohnheit wird, wird sie in Verbindung mit dem ebenfalls vorhandenen Verdunkelungsfaktor selbst dann nicht mehr erkennen, dass sie stolz ist, wenn eine andere Person sie darauf hinweist. Du bist von deinem Stolz mitgerissen. Er würde sich wahrscheinlich eher aufregen und das als Beleidigung auffassen, weil er denkt, dass er unschuldig ist, stolz zu sein. That is also present, even if another person were to point out to this person, you're carried away by your pride. The person wouldn't recognize that he is. He would probably rather become upset and take that as an insult, thinking that he is innocent of being proud. And this happens to a lot of people. Das passiert sehr vielen Menschen. Und die Folge davon, das Unvermögen, die Fehler der eigenen Denkweise zu erkennen, insbesondere im Zusammenhang mit Stolz, ist, dass diese Person niemals in der Lage sein wird, wirklich weiterzukommen. Zum Beispiel in ihrem Wissensgebiet, in dem sie sich ausbildet, weil der zur Gewohnheit gewordene Stolz sie daran hindert, richtiges Wissen über das Thema zu entwickeln, das sie gerade lernt. In, for example, his field of knowledge that he may be training in, because the pride that has become a habit prevents him from developing proper knowledge of whatever topic he may be learning. Nghe ngarang nyong thon de pe shu na ngama nge kibi ta de de lo tru ji ye ri ba ya shi da yo re ba ge o za shi ge be be sha lo shi ge chi re ta kon ta nge pe pa kan be ge de yi ge kan ga she song de mo ko nga ja li yo ta cha na te nga ja re sha de da ma she se ne mongol la bi ni nyeng ge ben to ta ne shu ge ko pe sha de de lo de ta ko zhen lu shi da yo de pe sha lo tu ge ganzam samde ko nga je je de ta ko mi che nor de du se Khenpo Rinpoche gives an example from the time. Khenpo Rinpoche gibt ein Beispiel aus der Zeit, als er Bildungsdirektor des Karmapa Buddhist Institute in Delhi war. Einer der Schüler dort war ein begabter Schüler. Es fiel ihm leicht zu lernen und das tat er auch, denn er war sehr fleißig. Während seiner Jahre dort lernte er ein wenig Tibetisch und konnte einige tibetische Texte lesen und verstehen, was dazu führte, dass er sich als Gelehrter sah, als Ich-weiß-alles-Typ. Er entwickelte die Vorstellung, dass er viel über Tibetisch wusste, dass er ein Experte in der Sprache war. Er schätzte sich selbst hoch ein, weil er ein wenig gelernt hatte. Khenpo Rinpoche versuchte, ihn davon abzubringen, gab ihm Ratschläge und sagte, du solltest ein bisschen vorsichtig sein. Hohe Gelehrsamkeit bekommt man nicht so einfach. Es dauert Jahrzehnte, wenn nicht sogar viele Leben. Und es ist von Person zu Person unterschiedlich. Wie auch immer. Mach so weiter, wie du angefangen hast, aber versuche realistisch zu sehen, wo du stehst. Nun, er hat sich das nicht zu Herzen genommen. Khenpo Rinpoche konnte ihn nicht wirklich erreichen. Er war irgendwie zu sehr von der Idee eingenommen, dass er ein hohes Maß an Gelehrsamkeit erreicht hatte. Er las weiter tibetische Texte und bestand darauf, dass er die Materie gut verstand und so weiter. Und wie gesagt, dieser Mann war ein Mann, der sehr hart arbeitete und eine sehr gute Arbeitsethik hatte. Er hat also viel gelesen. Am Ende kritisierte er jedoch die Ansichten von Gampopa, einem der Gründerväter der Kachi-Schule des tibetischen Buddhismus und anderen Meistern dieser Art. Er hielt sich selbst für eine Person, die anscheinend ein solches Maß an Gelehrsamkeit erreicht hatte, dass es für ihn angemessen war, Kritik zu äußern und alte Meister zu korrigieren. Dies ist ein Beispiel dafür, wohin Stolz einen Menschen führen kann, der nicht erkennt, dass er einfach auf dem falschen Weg ist. Well, he didn't take this to heart. Khenpo Rinpoche couldn't really reach him. He was sort of too into the idea of him having achieved a level of high scholarship, and he continued to read Tibetan texts, insisting that he had a good understanding of the material and whatnot. And as was said, this man
was a man who worked very hard. He had very good work ethics, so he read a lot. However, he ended up criticizing views voiced by Gampopa, one of the founding fathers of the Kagyu school of Tibetan Buddhism, and masters like that. He thought of himself as a person who apparently had achieved such a level of scholarship that it was appropriate for him to voice criticism and to correct masters of old. So pride, this is an example of where pride can take a person who fails to see that he's simply on the wrong path. Penna, tinge tijuchu, tapurum che kandes norgados. Tene, penna, korangal pete, tarjing nangla, chukun tongbanyi sondos. Chöku tongnyere. Tongni de chuk donjigre sondos. Dakwe chokchuk nangla, chukun vesalawu sondos. The contradictory was. Alltså, tsokchö. Ja. Där det triva trillingetik. Är det gott? Det tar de checka det transcription det kan där marka sjön det. So Khenpo Rinpoche asked him, well, could you give me an example fragte ihn, of where könntest du mir ein Beispiel nennen, wo Gampopa deiner Meinung nach falsch lag? Nun, sagte er, im Juwelenschmuck der Befreiung sagt der Autor Gampopa, dass der Dharmakaya gleichbedeutend mit Leerheit ist. Während in einem anderen Text der Gespräche zwischen Gampopa und seinen Schülern in Form von Frage- und Antwortsitzungen aufzeichnet, Gampopa sagt, dass der Dharmakaya gleichbedeutend mit der erleuchteten Handlung oder dem Wissen des Geistes ist. A text that records conversations between der erleuchtenden Handlung oder dem Wissen des Geistes ist. In the form of questions and answer sessions. There, Gampopa says, the Dharmakaya is synonymous with mind's enlightening action or knowledge. C'est dans Chokute, Tongba Nixek de la Kojuchita Yore, Tainangan Zemias, Tatarinte, Colo Parbe Gumbachis, Vesalvasing, Colo Tame Gumbares, the Goning Chapres, Janet Journal Casagins. Chidi Pa Kanang. Yeah, near Palinga. Well, Khenpo Rinpoche said to him, Nun, Khenpo Rinpoche sagte zu ihm, was das Juwelenornament der Befreiung angeht, so handelt dieser Text von der zweiten Drehung des Rades, des Dharma, und der Perspektive, die diese Lehren des Buddha Dharma geben. Während der andere Text, den er erwähnt hatte, zu der Kategorie von Texten gehört, die die Perspektive des heiligen Buddha Dharma im Zusammenhang mit der sogenannten dritten Drehung des Rades des Dharma darlegen. Man muss das auseinanderhalten, um zu wissen, dass Gampopa die Dharmakaya-Dimension des Buddha, den erleuchteten Zustand, nach den Gesichtspunkten der zweiten Drehung des Rades des Dharma und nach den Gesichtspunkten der dritten Drehung des Rades des Dharma darlegt. In the context of the so-called third turning of the wheel of the Dharma. One has to sort that apart in order to know that Gampopa is explaining the Dharmakaya dimension of Buddha, the enlightened state, one, according to the viewpoint or viewpoints of the second turning of the wheel of the Dharma, and according to the
viewpoint or viewpoints of the third turning of the wheel of the Dharma. Tene di lente gamma sono ko nga lente umar. The student Dieser Schüler sagte darauf nicht viel, aber es war ganz klar, dass er die Antwort nicht akzeptiert hatte. Er war nicht einverstanden damit. quite clear that he had not accepted the answer. He disagreed with. Yugude ko America chinchane to twane ko PhD che tele kanga che yusade. Ta tinson nang bai mare. Now later on he Später setzte er sein Studium im Zusammenhang mit buddhistischer Philosophie und dergleichen, Tibetologie, fort und ging an eine Universität in den Staaten, wo er einen Doktortitel erwarb. Doch heute ist er nicht einmal mehr Buddhist. University in the States, where he earned a PhD degree. However, today he's not even a Buddhist. Chata ngajal singente ge tanyomu chigi chele daga chigi no pa na mumba hedwa. We can see here in this example of this person that In diesem Beispiel können wir also sehen, dass Stolz ein sehr mächtiges Leiden ist, das viel Schaden anrichten kann. Chata kamna song tanyomu de le kanta chena nyembo jite na yang tege nyomu de dotu gumare. That's why the author here says, once you become used. Deshalb sagt der Autor hier, wenn du dich erst einmal an leidbringende, verdunkelnde Zustände gewöhnt hast, wirst du nicht einmal mehr in der Lage sein, ein Heilmittel zu benutzen, mit dem du die leidbringenden, verdunkelnden Zustände überwinden kannst. Du wirst sozusagen blind. The afflictive, obscuring states. You become blind, as it were. 다음은 nyomu punthap kharche bure sana tan de songare. So next the author continues. Als nächstes gibt der Autor Ratschläge, wie du ein Heilmittel anwenden kannst. How to use a remedy. 진시 Oder ein Gegenmittel. nyembo chön song ne song ta de ge tangpo ne ta rang de ni ya sema tha do tenpa singete rongju le takta leptuba nongja khareyi porja khareyi sangye ki chongjup samba nga chongjup samba chena chongjup samba cholam khande ji ko samnatang tang khande ji ko nga gerong ji chena gerong ki sabja khareyi samnatang tang khara ji ko nga dorje thekpe lamda rongkin ji yina dorje thekpe ge tangbo songwe tamsik drube tamsik tenzo Sungwei damsik. tamsik drube tamsik Denigi kepa kandishi. ta songwe tamsik sena penata zawe tongwa joje se tende zatong tenzo song kande sin song gogu Chirtang mirtangi. Ja. Pa todang ma songna. ya todo ma sona tentu bach tene Drupe damsik. drube tamsik sena pena pawang shuna pawang ki thanda de druk korwa lui thamal tu ma shawa nongwa thamal tu ma shawa chene druk korwa Lysem tamal du mashaba. ma shawa chene druk korwa ta tin di pe detail shira yo wa tenso kanga train tu bach she yin sayate tembe tin ne de lunga yi sang ge jelam de rotu bach chi song she yin sayate So the author then says, therefore, Der Autor sagt also, schwinge deshalb die Waffe der Erinnerung. Und hier sagt Khenpo Rinpoche, dass dies bedeutet, dass du dich von dem Moment an, in dem du morgens aufwachst, daran erinnern sollst, was du als praktizierender Buddhist auf deinem Weg tun sollst. Und hier geht es um den Weg eines Bodhisattvas. Man besinnt sich also darauf, was ein Bodhisattva tut. Wenn man ein Praktizierender der Mönchsordination ist, besinnt man sich auf die Gelübde, die man im Rahmen der Mönchsordination abgelegt hat. Und wenn man vielleicht auch ein Praktizierender der buddhistischen Tantras, des Vajrayana ist,
besinnt man sich auf die Gelübde dieser Tradition, Samaya genannt. In Bezug auf Samaya gibt es zwei Hauptperspektiven. Es gibt eine allgemeine Liste von Gelübden, die du abgelegt hast, als du in die buddhistischen Tantras eingetreten bist. Von Gelübden, die du versprochen hast einzuhalten. Es gibt das sogenannte Wurzel-Samaya und dann die Hilfs-Samayas. Das ist also die eine Kategorie. Die zweite Kategorie ist das Samaya im Zusammenhang mit den verschiedenen Ermächtigungen, die du erhalten hast. Jede Ermächtigung hat verschiedene Unterermächtigungen, die Vasenermächtigung und so weiter. Für jede dieser Ermächtigungen gibt es eine Reihe von Gelübden, die du einhalten musst, um das Ziel dieser Ermächtigung zu erreichen und zu praktizieren. Im Allgemeinen geht es darum, deinen Geist und deinen Körper von deinen weltlichen Vorstellungen zu befreien und stattdessen die erleuchtende Perspektive zu erreichen. Hier findest du natürlich im Laufe der Praxis des Pfades viele Stufen der Vollendung. All das sollte man sich also täglich zu Beginn des Tages ins Gedächtnis rufen und dann im Laufe des Tages mit dem verbinden, was man als Bewusstseinszustand bezeichnen könnte. Das, was in Bezug auf den Pfad eines Bodhisattvas aufgelistet wurde, die eigene Ordinationsstufe und dann die buddhistischen Tantras und die verschiedenen Samayas dort, um sich sozusagen über sich selbst im Klaren zu sein, ob man wirklich das tut, wozu man sich verpflichtet hat oder nicht. Und wenn man feststellt, dass man nicht das tut, wozu man sich verpflichtet hat, dann korrigiert man sich. Natürlich wird man als weltlicher Mensch auch Fehler machen, aber darüber hinaus muss man sich nicht aufregen, ganz und gar nicht. Aber darüber muss man sich nicht aufregen, ganz und gar nicht. Man korrigiert sich einfach und macht weiter. Es geht also darum, sich selbst bewusst zu machen, ob man sich an die Versprechen hält, die man sich gegeben hat oder nicht. Und wenn man merkt, dass man es nicht tut, korrigiert man sich selbst. Es geht also darum, sich ständig über den eigenen Zustand zu informieren und zu sehen, ob er mit dem eigenen Weg übereinstimmt, und wenn nicht, korrigiert man sich. Properly practice and accomplish the goal of that empowerment. In a general sense, it's about it's about making both your mind and your body free of your regular worldly ideas that you have as a worldly individual, and instead achieve the enlightening perspective. And here you find, of course, in the course of practicing the path, a lot of levels of accomplishment. So all of this is to be recollected on a daily basis at the beginning of the day, and then throughout the day you conjoin this with what one may call the state of being conscious of how to go about this, what was listed in terms of the path of a bodhisattva, one's level of ordination, and then the Buddhist tantras and the various samayas there. To keep oneself informed about oneself, as it were, in terms of whether one is really doing what one has pledged to do or not. And if it's found that one isn't doing what one has pledged to do, then one corrects oneself. Of course, as a worldly person, there will be failures. That's not a very strange thing one would need to get upset about, not at all.
one simply corrects oneself and goes on. So it's about awareness of oneself in terms of whether one is applying oneself to the pledges that one has pledged to uphold or not. And if one finds one isn't really, one corrects oneself. So it's about constantly informing oneself of one's own state, knowledge of one's own state in order to see whether it conforms with one's path or not. And if not, one corrects oneself. Yeah. So, by way of recollection and durch Rückbesinnung und Bewusstheit schwingt man also sozusagen die Waffe, mit der man leidbringende, verdunkelnde Zustände beseitigt, die der Entwicklung auf dem Pfad abträglich sind. One then, as it were, wields the weapon which remedies afflictive, obscuring states that are detrimental in terms of developing on the path. Yes. Yeah. Now, each of the afflictive, obscuring states has Für its jeden own dieser remedy, verhängnisvollen, verdunkelnden Zustände gibt es ein eigenes Heilmittel. Zum Beispiel wird Wut, Hass durch liebende Güte und Mitgefühl beseitigt und so weiter. Ein sehr wirksames Mittel ist die Kontemplation der Tatsache, dass alle Dinge, die aus dem Zusammentreffen mehrerer Ursachen und Bedingungen entstehen, vergänglich sind. Auf einer fortgeschritteneren Ebene gibt es die Anweisung zu versuchen, die wahre Natur der betreffenden leidvollen, verdunkelnden Geisteszustände zu beobachten, egal ob es sich um Ärger oder andere Dinge handelt. Diese verschiedenen Heilmittel müssen kontinuierlich angewendet werden. Wenn du das tust, durchbrichst du die Tendenz, dich so sehr an leidvolle, verdunkelnde Zustände zu gewöhnen, dass sie mehr oder weniger allgegenwärtig sind. Anstatt von ihnen überwältigt zu werden, kann man sie mit Hilfe dieser Mittel beseitigen. Anfangs ist ihre Anwesenheit natürlich nur an- und abwesend, und je mehr man darauf besteht, diese Zustände zu beseitigen, desto schwächer werden sie. And if that's done, then one breaks the tendency to become used to afflictive, obscuring states to the extent where they are more or less ever present. Instead of being overwhelmed by them, one can, by way of these remedies, do away with, to begin with, of course, their presence becomes one of on and off, at least. And the more one persists trying to remedy these states, the weaker they become.
Now, in 2020, Im Jahr 2020 betonte seine Heiligkeit Kammerpartei Deutsche in einem seiner Vorträge in hohem Maße die Praxis der Kontemplation oder Meditation über die Vergänglichkeit. to a great extent emphasized the practice of contemplating or meditating on impermanence. He had done so also. Und das hat er auch schon in der Vergangenheit bei verschiedenen Gelegenheiten getan. Khenpo Rinpoche says he sees this instruction Khenpo Rinpoche sagt, dass er diese Unterweisung als äußerst tiefgründig für eine Person wie ihn ansieht. Und er betrachtet sich selbst als Anfänger auf dem buddhistischen Weg. And he gives the following example, namely, Und er gibt folgendes Beispiel. Wenn du dich im ersten Stock eines Gebäudes befindest, müde und hungrig bist, schon lange nichts mehr gegessen hast und im oberen Stockwerk köstliche Mahlzeiten kostenlos serviert werden, würdest du in den oberen Stock gehen wollen. Aber in diesem Gebäude gibt es keine Treppe. Es gibt keine Möglichkeit, zu den kostenlosen Mahlzeiten im Obergeschoss zu gelangen. Du kannst die köstlichen Mahlzeiten einfach beobachten. Zu dem Essen im Obergeschoss hast du keinen Zugang. Du kannst nicht dorthin gelangen. Es wird dir in keiner Weise helfen. Es ist für dich unerreichbar. Observe the delicious meals. At that point, the food upstairs, you have no access to it. You can't get there. It won't help you in any way, shape or form. It's beyond you. And you will just Und du continue wirst dich to unten feel weiterhin starved hungrig and und hungry ausgehungert fühlen, downstairs während du while das Essen watching oben the food beobachtest. upstairs. And de rotre de nyon mong erego me pelang masona da gang de tarpa indira mare So what would the best be to do for Was this wäre also das starved Beste person für die downstairs? ausgehungerte Well, Person to go out on unten the zu tun? street Nun, and with the auf die little, Straße money gehen has und in mit his dem wenigen pocket, Geld, das er in der buy Tasche a hat, simple piece ein of bread einfaches and Stück eat Brot it. At kaufen least und es you essen. filled your Wenigstens stomach. hast du deinen Magen gefüllt. Now, what is Worum geht this es nun in example diesem about? Beispiel? Well, Nun, upstairs da there, you oben know, gibt es you Mahamudra, have Mahaati und so weiter, all diese Mahaati, fortgeschrittenen all Praktiken, these die viele advanced, Dharma-Praktizierende gerne machen practices würden. that a Sie lot of erkennen jedoch Dharma nicht, dass diese practitioners Praktiken would für like sie to do. im Moment nicht machbar sind. However, Aber sie they starren fail to trotzdem weiter auf die recognize that köstlichen these Mahlzeiten da practices oben. are Es wäre beyond besser für them sie, auf at die this Straße point. zu gehen und einen spirituellen Führer zu suchen, der ihnen But they grundlegende keep Anweisungen staring gibt, at mit denen sie the auf dem Pfad delicious vorankommen und meals vielleicht in der upstairs Zukunft anyhow. auf das It would köstliche be Essen better oben for hoffen them können. to get out on the street, seek out a spiritual guide who can give him basic instructions by way of which he can make progress on the path and maybe have some hopes of in the future get to the delicious food upstairs. So go out and buy a decent but very Geh also regular los und piece kaufe of ein bread and anständiges, fill your aber ganz stomach. normales Be Stück Brot und practical, fülle be deinen Magen. realistic. Sei praktisch, sei In the realistisch. same way,
Auf die gleiche Weise widme dich der Kontemplation über die Vergänglichkeit aller Dinge und vielleicht entwickelst du dich auf diese Weise so weit, dass du irgendwann in der Zukunft höhere Lehren nutzen kannst. Vergänglichkeit, erklärt Khenpo Rinpoche, ist etwas, das jeder kontemplieren kann. Sie ist nicht jenseits von jedem. Jeder kann sich ein grundlegendes Verständnis der Vergänglichkeit aneignen und es dann in der Kontemplation anwenden. Is something that anyone can contemplate. It's not beyond anyone. Anyone can acquire a basic understanding of impermanence and then apply that in contemplative meditation. Zambulin di nala ta nepa kase ni ma religion de level ko shinking kase level nga de mena den kariyor nga bishu den kariyor te meta wa direction samatan. Think about the fact that Denke darüber nach, dass es zu diesem Zeitpunkt keine Gewissheit gibt, wann du nach draußen gehst, wann du dein Haus verlässt. Es gibt keine Gewissheit, dass du nicht einem oder zwei Menschen begegnest, die dich mit dem Covid-Virus infizieren. Und es gibt keine Gewissheit, dass du diese Infektion überlebst. Kurzum, der Tod kann jederzeit zuschlagen. Deshalb sollte man die Zeit, die man hat, gut nutzen. Und dieses Beispiel, dass es gerade in der heutigen Zeit keine Gewissheit gibt, dass der Tod mehr als sonst zuschlägt, sollte es einfacher machen, die Unbeständigkeit, Vergänglichkeit von allem zu verstehen, die Vergänglichkeit unserer gesamten Existenz. And this example of there being no certainty whatsoever, in particular nowadays, about death striking more than usual, that fact should make it more easy to understand the impermanent nature of everything, the impermanent nature of our entire existence. Tene tagan anshinge dhalo kayu monam karwa jaun thaya doje pe menga samu mungon nangdwa ti naninge chik person shugerwa nganzo nongandra menda chishargi yores juchin tender chi chowundu Teil manche Mönch da and you can tendril. Mönch da ne de kupchar de computer resen mail ta te desin minda war shege to gas. Turn to no someday come into gas so te tam beta ngol ta tan terwa. Also during the Kardamönlam this year, auch während des Kardamönlams in diesem Jahr gab seine Heiligkeit viele tiefgreifende Anweisungen, sagte Khenpo Rinpoche. Eine davon war die folgende. Er sagte, dass alles, womit wir in Berührung kommen, alle Objekte des Wissens, lediglich das Ergebnis des Wirkens von Ursachen und Bedingungen, abhängigen Ereignissen sind. Für diese Wissensobjekte, die für eine gewisse Zeit als Folge des Wirkens von Ursachen und Bedingungen existieren, diese Erscheinungen, die wir als Wissensobjekte bezeichnen, haben wir, wenn wir mit ihnen in Berührung kommen, Namen, wie zum Beispiel Stuhl, Computer, Tisch und so weiter. Durch die Benennung der Dinge entsteht der Eindruck, dass die Dinge, für die wir einen Namen haben, real sind, dass sie wirklich existieren. Wir haben einen Namen für sie, wir sehen sie, wir hören Geräusche, wir schmecken Geschmäcker und so weiter und so fort. Und wir haben Namen für all diese Dinge. Süßer Geschmack, sauer Geschmack, was auch immer. Und das lässt uns glauben, dass all diese Objekte des Wissens wirklich da sind, obwohl sie in Wirklichkeit nichts anderes sind als das Ergebnis des synchronen Zusammentreffens unzähliger Ursachen und Bedingungen. Und wenn nur eine dieser Ursachen und Bedingungen fehlt, kann sich das betreffende Objekt nicht manifestieren. Deshalb ist jedes Objekt der Erkenntnis ein abhängiges Ereignis. Es entsteht in Abhängigkeit vom synchronen Zusammentreffen zahlloser Ursachen und Bedingungen. Das würde deutlich machen, dass all diese Erkenntnisobjekte vergänglich sind. We are left with the impression that the things in question, those things that we have a name for, are real,
they truly exist. We do have a name for them. We see them, we hear sounds, we taste tastes, and so on and so forth, and we have names for all of them. Sweet tastes, sour tastes, whatever. And that makes us believe that all those objects of knowledge are truly there. When in fact, these are nothing but the outcome of the synchronous meeting of innumerable causes and conditions. And if only one of these causes and conditions are lacking, the object of knowledge in question cannot manifest. Therefore, any object of knowledge is a dependent occurrence. It occurs in dependence upon the synchronous meeting of innumerable causes and conditions. And that would make clear that, in fact, all of these objects of knowledge, therefore, are impermanent. Tele penna peci e songso penna ngutang shogu taga se yubja shogu chi da nguji ni parula chapra khaya yomra ni ka shogu res Ngulchik sena penna dalo chuda ni la shogu chitamirta. Yeah. And in order to illustrate the fact that none of die these Tatsache zu verdeutlichen, dass nichts davon wirklich ist, gab seine Heiligkeit folgendes Beispiel. Er sagte, nimm ein Stück Papier in eine Hand und zum Beispiel einen 10-Dollar-Schein in die andere Hand. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Eigentlich keiner. Beide sind nur ein Stück Papier. Aber wir schätzen das eine Stück Papier mehr als das andere. Das liegt an seinem Namen. None really. Both are just pieces of paper. However, we value one piece of paper more than the other. Because of its name. It's a $10 bill. That makes the $10 bill piece of paper very important to us because we know we can. Es ist ein 10-Dollar-Schein. Das macht das 10-Dollar-Papier für uns sehr wichtig, weil wir wissen, dass wir dafür Dinge kaufen können. Und so verwirren wir uns die ganze Zeit über die Gegenstände des Wissens, mit denen wir in Berührung kommen. Einigen messen wir aufgrund des Namens, in diesem Fall 10-Dollar-Schein, den ein Stück Papier hat, mehr Bedeutung bei. Das andere Stück Papier ist uns egal. Jeder kann es nehmen, aber den 10-Dollar-Schein wollen wir nicht hergeben, obwohl es eigentlich keinen Unterschied zwischen den beiden gibt. Es sind nur zwei Stücke Papier. A difference between the two is just two pieces of paper. So what we need is was wir also brauchen, ist die Waffe des Heilmittels, um leidvolle Verdunkelungszustände zu überwinden. In order to overcome afflictive, obscuring states. So one begins by habituating. Man beginnt also damit, sich an die Tatsache zu gewöhnen, dass alle Dinge vergänglich sind, was bedeutet, dass nichts wirklich ist. And if one does this continually and persists, wenn man dies kontinuierlich tut und diese Art kontemplativer Meditation beibehält, wird sie irgendwann eine gewisse Wirkung haben, und zwar eine Wirkung zum Besseren, was die Überwindung von leidvollen, verdunkelnden Zuständen angeht. In terms of the process of overcoming afflictive, obscuring states. And once one has developed to quite some Und wenn man extent sich hier ein Stück weit entwickelt hat, wird einem immer klarer,
dass die Objekte des Wissens vergänglich sind. Sie sind das, was der Buddhismus als bloße Erscheinung bezeichnet. Das heißt, sie haben keine wirkliche Substanz. Sie haben keine wirkliche Realität, außer dass sie erscheinen, dass sie sich manifestieren. Das ist alles. Mere in that there is no actual substance to them. There is no real reality to them. Other than that they appear, they manifest. That's all. Today 천차지요나 차수 뇽 동부제마다 물좀 쉐바 야셀라니 송어드네. So the practice of a bodhisattva, die Praxis eines Bodhisattvas, so der Autor, besteht also darin, sowohl die verdunkelten und leidbringenden Geisteszustände sofort zu überwinden, wenn sie auftauchen. Das ist die Praxis eines Bodhisattvas. What one needs to cultivate, was man also zunächst kultivieren muss, ist die kurz beschriebene Art der Besinnung in Verbindung mit der beschriebenen Art des Gewahrseins. And so danach kann man fortfahren, die Vergänglichkeit aller Wissensobjekte zu beobachten und zu kontemplieren und später auch die Natur dieser bloßen Erscheinungen. As well as later on the very nature of those mere appearances. And if one practices in this way, und wenn man auf diese Weise übt, kann man diese leidvollen, verdunkelnden Zustände überwinden. Meaning, und das bedeutet, dass man, sobald diese Zustände auftreten, da man nun eine gewisse Fertigkeit in Bezug auf den beschriebenen Übungsprozess hat, sofort die Erinnerung und das Gewahrsein anwendet und so diese Zustände überwinden kann. Then immediately one applies recollection and awareness, and thus these states can be overcome. Perna Sakya-Klöster song lojong tenden masengeda ta tinsan kerachim burba dewa kanga lojong segedo. Yeah, kongitsen kaingo. Chekawa. There is a Buddhist master of old. Es gibt einen alten buddhistischen Meister, Tsang-Region, der die sogenannten 7 Punkte der Geistesschulung verfasst hat. Diese 7 Punkte der Geistesschulung sind heute in allen buddhistischen Zentren sehr bekannt. Buddhist centers today. And Tsang-Region said there are 3 difficult Tsang-Region sagte, dass es 3 schwierige Punkte gibt, bei denen man sehr hartnäckig sein muss, um sie zu erreichen. The first of these 3 points is to Der erste dieser 3 Punkte besteht darin, die leidvollen, verdunkelnden Zustände zu erkennen, wenn sie auftauchen. Und dieser Meister, Tsang-Region, sagte, dass es ziemlich schwierig ist, dies zu können. Because we have actually cultivated the afflictive. Denn wir kultivieren die leidvollen, verdunkelnden Zustände schon seit anfangsloser Zeit.
Nghe mission đi nó đi đẹp tên đi chế suy chỉ nghe thông mà thà thôi ta có đến đi sai được ta chế mission cho nó khá lên mà rồi có thông ta có thông để cái rồi Su thông để cái rồi ta can xong đến ta nó yêu cho thằng Mari per na Michi takwa Michi zason ni takwa nyando de na think of the following example. Stell dir das folgende Beispiel vor. Ein Ehepaar, das die meiste Zeit miteinander verbringt, ist sehr an die Gegenwart des anderen gewöhnt. They are very used to the presence of one another. Ti ni nyamdo pe chambo che de tene choga tinge choga resne ngali yang mo to che go gum to Therefore Deshalb müssen sie nicht von Zeit zu Zeit daran erinnert werden, dass diese Person dein Mann oder diese Person deine Frau ist. Sie wissen das ganz automatisch. Es ist nicht nötig, dass sie sich immer wieder und wieder gegenseitig vorstellen. There is no need for an introduction between them again and again and again. And that's a habit of just Das ist eine Gewohnheit von nur einem Leben. Gewohnheiten werden also innerhalb einer kurzen Zeitspanne entwickelt. Whereas afflictive obscuring states is Dagegen ist die Verdunkelung etwas, das uns seit Urzeiten begleitet. Es ist also viel mehr eine Gewohnheit. Viel mehr eine Gewohnheit. So, if one doesn't develop recollection, wenn man also keine Rückbesinnung und kein Bewusstsein entwickelt, ist es fast unmöglich, leidvolle Verdunkelungen zu überwinden. So that's the first of the three difficult things. Das ist also das erste der drei schwierigen Dinge. Which is to develop recollection and awareness to the Es point geht that they are darum, ever Erinnerung und present in Gewahrsein one's so mind. weit zu This is entwickeln, dass sie im eigenen Geist ständig präsent sind. Das ist sehr schwierig. And then to make use of them, to wield the Und weapon dann sie zu of, nutzen, die Waffe der Erinnerung und des Bewusstseins zu that's also führen. quite Auch das ist ziemlich schwierig. However, if one persists in one's efforts, Aber wenn man sich beharrlich bemüht, ist es möglich. they are developed within. Und sie werden im Inneren entwickelt. Das ist nichts, was man in einem Laden kaufen kann. Da man die Erinnerung und das Bewusstsein in sich selbst entwickelt, ist es eine Tatsache, dass einem die Erinnerung und das Bewusstsein immer zur Verfügung stehen. Da diese beiden Qualitäten fester Bestandteil der eigenen Denkweise sind, kommt es nur darauf an, sie richtig einzusetzen. Since these two qualities are part and parcel of one's mindset, it's just a matter of using them properly. And if doing so, then in this lifetime, Und wenn man das tut, kann man möglicherweise in diesem Leben ein guter Dharma-Praktizierender werden. and it would also not be that difficult. Und es wäre auch gar nicht so schwer, den Weg eines Bodhisattvas zu praktizieren. That's all for today. Das ist alles für heute. Sunam de yedam je zagwa nye tama nye pedam pamse. Jega na je bala chuba ye sikve tsolen ruwa shu. That's all.